Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einem neuen Video meinerseits. Wir sind im Erlebnispark Tripsdrill. Besser gesagt sind wir zwischen Erlebnispark, Naturresort und Wildparadies. Tripsdrill legt noch eine Schippe drauf. Hier steht ein Bagger, aber die symbolischen Schippen sind hier auch. Und zwar gab es heute den Spatenstich zu einem neuen Großprojekt. Aber das muss ich euch nicht alles jetzt selber im Detail erzählen, versuchen zusammenzubringen. Wir haben Teil der Geschäftsführung Benjamin Fischer gewonnen, der uns ein bisschen was dazu erzählt, was hier jetzt passiert auf diesem riesigen Areal. So, bevor ich euch jetzt viel aus dem Nähkästchen versuche zu erzählen, habe ich mir jemanden geholt, der besser weiß, was hier passiert. Benjamin Fischer von der Betreiberfamilie, Eigentümerfamilie. Was ist eigentlich deine Position richtig im Park? Also bisher bin ich noch Mitglied der Geschäftsleitung, natürlich auch Gesellschafter seit ein paar Jahren. Und ja, bin für die ganze planungstechnische Sachen hier in Tripsdrill zuständig und unter anderem auch hier für dieses neue Großprojekt. Was ist dieses neue Großprojekt? Hol uns ab. Was macht ihr hier zwischen Naturresort, Wildparadies und Erlebnispark? Ja, endlich ist die Katze aus dem Sack, weil wir planen hier bestimmt schon seit über 15 Jahren hier eine Großgastronomie mit Tagungsmöglichkeiten, mit einem tollen Spielebereich für die Kinder, mit Barbereich, neue Rezeption und auch was ganz Neues, ein Schwimmbadbereich. Also auch wir möchten jetzt endlich mal ein Schwimmbad bei uns haben, ja. Und es bietet sich natürlich toll an für unsere Übernachtungsgäste. Und genau, das entsteht hier auf ca. 10.000 Quadratmeter vor dem Wildparadies, vor unserem Naturresort und dann hauptsächlich für unsere Übernachtungsgäste, allerdings auch durch das, dass es außen ist, auch für die Gäste aus der Umgebung. Also man muss keinen Eintritt bezahlen, man kann hierher kommen, verweilen und ich glaube, das wird auch so eine neue Geschichte für uns und auch was Schönes für die Region. Also jeder kann hier essen kommen in der Erlebnisgastronomie komplett barrierefrei. Das ist gleich noch ein Thema für später, aber jeder kann einfach hier hinkommen. Ja, genau. Also ob mit dem Fahrrad, Wanderer, ob Gäste aus Tripsdrill, egal wer. Was werdet ihr anbieten? Also hauptsächlich natürlich regionale Küche wird es hier geben. Wir wollen hier kein irgendwie Gourmet-Restaurant, sondern wir wollen wirklich eine Küche für alle. Bodenständig, so wie wir eigentlich auch sind, ja, wie man es eigentlich aus dem Erlebnispark kennt und das wollen wir hier anbieten. Wir haben auch was Neues mit einem Barbereich, natürlich wird es dann auch abends länger offen haben, was natürlich auch eine ganz coole Geschichte ist, auch mal hier so nach der Arbeit herzukommen, mal ein Getränk zu sich zu nehmen. Also gar nicht eigennützig das Projekt. Nee, gar nicht. Nee, also, ja. Wie der Schwimmbadbereich auch nicht, gell, ja. Also brauchen wir schon zu Hause keinen bauen, nein. Genau, also für viele Zielgruppen hier wirklich in dieser tollen Umgebung. Also wenn man hier im Hintergrund diese Baustelle sieht, also ich kann verraten, diese Löcher, wo man jetzt schon sieht, das wird der Außenpool. Also da fangen wir jetzt auch mit an, darüber hier die Rezeption und dann gegenüber liegen. Das Restaurant, genau. Das Erlebnisrestaurant. Was ist das Erlebnis bei einem Erlebnisrestaurant in Tripsdrill? Okay, das Erlebnis, ja, genau. Also es ist kein klassisches Restaurant. Für uns war ganz wichtig, dass wir hier ein Restaurant bauen und dann auch später präsentieren, wo auch was passiert. Jeder kennt uns in der Thematisierung, wir sind teilweise auch schon etwas verrückter unterwegs und haben viele schöne Ideen und so soll es auch im Restaurant sein. Das Ganze wird im Stil von einem Erlebnisbauernhof sein und dementsprechend wird es zum Beispiel, man sieht es ja auch auf den Skizzen, im Hauptrestaurant wird zum Beispiel ein Traktor an der Decke hängen. Der Traktor soll natürlich nicht nur an der Decke hängen, sondern der soll sich dann auch nach einer gewissen Zeit auch bewegen. Und so wollen wir so mit verschiedenen Animatronics, Elemente auch im Restaurant gewisse Stellen schaffen, wo man auch was zum Schauen hat, wo die Kinder auch sagen, hey, jetzt müssen wir da hingehen, jetzt müssen wir das noch anschauen und die Eltern einfach auch mal relaxed sitzen können und die Kinder permanent was erleben können. Ne? Sehr cool. Schwimmbad hast du gesagt. Im Kosmos von Freizeitparks geht es oft um Wasserparks, was so Rutschenparks sind. Also das Wording Schwimmbad sagt mir jetzt, ihr macht ein bisschen was anderes. Ist das richtig? Ja, also wir bauen jetzt hier keinen Wasserpark, hat man ja vorher schon bei den Reden gehört, zumal das hier ja auch gar nicht hinpassen würde. Wer weiß, was in Zukunft noch alles so in Tripsdrill passiert. Also das soll jetzt keine Anspielung sein, aber ja, wer weiß, sagt niemals nie. Nee, wir bauen hier 3 Schwimmbäder, ein Kinderbad für die ganz kleinen Kinder. Wir bauen ein erwachsenes Schwimmbad, wo man dann auch mal ein paar Bahnen schwimmen kann. Und wir bauen einen Außenpool, wo man auch mal reinlegen kann, entspannen kann, Whirlpool düsen und einfach auch in den Wald schauen können und relaxen kann. Und dazu kommt natürlich noch ein Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Dampfbad und was halt so alles dazugehört. Also wir wollen hier wirklich auch was Erholsames schaffen und jetzt nicht im Sinne aufgeregt Wasserpark, sondern
etwas auch entspannender den Nachmittag, Abend ausklingen lassen. Cool. Ich glaube, den Deep Dive, was es alles gibt, machen wir dann, wenn es steht. Genau. Wann soll es stehen und wann sollen die ersten Leute sich dann hier vergnügen können oder ein Erlebnis haben? Ja, also so schnell wie möglich natürlich. Nee, aber durch das, dass es sehr komplex ist, diese Gebäude, dieses ganze Bauvorhaben, schätzen wir, dass wir 2 Jahre benötigen. Also wir hoffen, dass wir dann am 8. April 2027 hier stehen können. In Badehose, oder? Und dann, das machen wir. Ja, dann machen wir das. Kein Problem. Das schon ist, sie werden darauf festgenagelt. Ja, genau, das ist kein Problem. Da müssen wir ein bisschen trainieren da bis dahin, ja, aber egal. Das machen wir. Ja. Nee, also circa 2 Jahre Bauzeit, genau. Gut, Stillstand ist ja nicht eure Devise. Im Erlebnispark ändert sich jetzt auch demnächst was. Ihr strebt gerade was Neues an, Thema Barrierefreiheit. Genau. Und da würde ich auch nachher gern den Alex Portmann noch mit hinzuziehen, weil der ist federführend in diesem Projekt. Also wir wollen unsere ganze Attraktion oder nicht, der Prozess läuft aktuell und wir sind kurz vorm Abschluss, werden quasi mit dem TÜV zertifiziert, werden neu beurteilt und wir wollen einfach die Barrierefreiheit bieten können an gewissen Attraktionen. Es wird nicht an allen funktionieren, aber größtenteils wird dann auch barrierefrei sein und ich glaube, das ist auch ein Schritt in die richtige Zukunft. Das ist eine wichtige Zielgruppe auch für uns. Wir wollen, dass die hier in Tripsdrill bei den Attraktionen viel erleben können und dementsprechend haben wir dann auch mit dem TÜV zusammen gesagt, wir müssen das jetzt alles neu beurteilen. Wir wollen das nicht so handhaben, dass wir sagen, nee, 8 Attraktionen und der Rest nicht, sondern wir wollen es andersrum. Wir wollen eigentlich größtenteils alles zugänglich machen und dementsprechend sind wir da jetzt dabei. Das ist auch ein Prozess, der seit ein paar Monate schon läuft, der Alex da voll drin ist in dem Ganzen und genau, so schnell wie möglich natürlich wollen wir das jetzt umsetzen, dass es dann dieses Jahr noch funktioniert. Cool, danke dir. Gern. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was im Erlebnispark Tripsdrill die nächste Zeit hier passiert und was das mit dieser riesigen Baustelle auf sich hat. Mega cool, super spannend und natürlich am Ende wieder mit Liebe gemacht. Wir haben gleich noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten für euch. Und das angesprochene Thema mit der Inklusion und Barrierefreiheit, das bekommt ein eigenes Video, weil das Thema ist so groß und komplex. Und eure Meinung zu dem Ganzen, was jetzt hier passiert, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Radio-YouTube-Kanal. Der Erlebnispark Tripsdrill legt noch eine Schippe drauf. Erlebnisgastronomie, Tagungsräumlichkeiten, eine neue Rezeption und ein Wellnessbereich mit Schwimmbad für die Übernachtungsgäste des Naturresorts. Das alles entsteht auf einer Fläche von ca. 12.000 Quadratmetern. Und dabei werden 4.000 Kubikmeter Beton benötigt, in dem ca. 500 Tonnen Bewährungsstahl stecken. Aber vorher müssen erstmal 20.000 Kubikmeter Erde bewegt werden, der sogenannte Baugrubenaushub. Die Bauleitung wird von der Firma List Bau Stuttgart übernommen, welche ca. 25 Gewerke, die vorrangig alle aus der Region stammen, unter einen Hut bringt. In der Hochphase sind somit ca. 110 Handwerker beschäftigt.